Das erste Startup kommt aus dem München Hub InsurTech und wird präsentiert von Benny Bennett-Jürgens und es heißt Neckt. Benny. Moin. Die Versicherungsindustrie wird digital. Für den Kunden bedeutet das, dass er den digitalen Kundenkanal eröffnet bekommt, indem er Kundenportale und Kunden-Apps zur Verfügung gestellt bekommt. Für den Versicherer, gut, nehmen wir den. Für den Versicherer bedeutet das vor allen Dingen ein großes Problem. Die Regulatorik. Wenn der Klicker gehen würde, jetzt geht er. Die Regulatorik. Der Gesetzgeber fordert auch im digitalen Kanal, dass der Kunde eindeutig identifiziert wird, bevor er das Kundenportal nutzen darf. Aktuell lösen die Versicherer das, indem sie einen Aktivierungscode per Briefpost raussenden. Das heißt, der Nutzer lädt sich die App runter und muss erstmal 2 bis 10 Tage warten, bevor er sie nutzen darf. Das ist nicht so richtig digital und vor allen Dingen auch nicht nutzerfreundlich. Die bekannten Alternativen, wie zum Beispiel das Video-Ident-Verfahren, sind aber schlichtweg einfach viel zu teuer. Und auf der anderen Seite gibt es noch die amerikanischen Alternativen, die nicht im Einklang mit dem deutschen Gesetz sind. Mit dem Selfie-Ident-Verfahren haben wir ein vollautomatisiertes Verfahren entwickelt, was komplett im Einklang mit dem deutschen Gesetz ist. Der Prozess ist folgendermaßen. Der erste Schritt ist ein Selfie-Video des Gesichts. Hier hat die Nutzerin 2 verschiedene Worte zu sagen. Wir stellen fest, ob es ein lebendes Gesicht ist und nicht einfach nur ein Foto hochgehalten wird. Der zweite Schritt ist die Aufnahme der Vorderseite des Personalausweises. Hier gleichen wir natürlich das Gesicht mit dem Selfie ab, aber auf der anderen Seite überprüfen wir auch die Sicherheitsmerkmale sowie extrahieren die Daten auf dem Personalausweis. Der letzte und abschließende Schritt ist das Foto von der Rückseite des Personalausweises. Auch hier überprüfen wir die Sicherheitsmerkmale und extrahieren die Daten. Auf diese Weise muss die Nutzerin nicht mehrere Tage auf den Brief warten, sondern hat innerhalb einer Minute Zugriff auf den Service des Versicherers. Was wir jetzt eben gesehen haben, ist vollautomatisiert und hat im Hintergrund jede Menge Sicherheitschecks. Wie schon gesagt, der Gesichtsabgleich und die Überprüfung der Liveness der Person. Wir stellen aber auch fest, ob die Aufnahme wirklich in diesem Moment abgelaufen ist. Weitere Sicherheitsfeatures kommen hinzu und auf diesem Prozess haben wir 2 Patente angemeldet. Im Wettbewerbsvergleich muss man sagen, dass wir erstens 5-mal günstiger sind, aber auch 10-mal schneller. Was wichtig ist, dass wir auch 100-mal skalierbarer sind als jeder aktuelle Konkurrent. Das ist vor allen Dingen wichtig deswegen, wenn man betrachtet, was in den letzten Monaten bei Banken und Prepaid-Anbietern abgelaufen ist. Hier stand das Video-Ident-Verfahren ganz klar der Skalierung und der Digitalisierung am Weg und die Nutzer waren schlichtweg unzufrieden, weil sie schlicht ihre Zeit in Warteschlangen verbracht haben. Wir starten aber in der Versicherungsindustrie. Warum? Jeder Deutsche hat eine Versicherung und jedes Versicherungsunternehmen baut aktuell Kundenportale und Kunden-Apps. Für uns also der perfekte Markteinstieg, da unsere Lösung genau jetzt dort benötigt wird. Skalieren wir das Ganze in die EU und weitere Industrien, stehen uns ein Potenzial von 3,2 Milliarden ID-Checks bis 2020 vor der Tür. Das Ganze wäre am Ende aber nicht möglich gewesen und deswegen ist das der krönende Abschluss als Folie. Ohne dieses perfekte Team, was sich in seiner Skill-Ergänzung perfekt zusammensetzt, um das, was wir gerade gesehen haben, überhaupt erst in dieser kurzen Zeit zu ermöglichen. Vielen Dank und jetzt freue ich mich auf die Fragen.